Herzlich willkommen zu dieser Anleitung. Für dieses hübsche Oberteil benötigt ihr einmal euren Brustumfang. Ich häkel hier wie immer für Größe M, Größe 38, 40. Und der Brustumfang beträgt da meistens so um die 100 cm. Das Ganze teile ich dann durch 2, komme auf 50 und rechne nochmal plus 5 cm mehr. Also bin ich bei 55 cm fürs Vorderteil und 55 cm fürs Rückteil. Als nächstes brauchen wir noch die Ärmelhöhe. Da könnt ihr von einem gut sitzenden Pullover oder Hoodie, Jacke würde auch gehen, einmal die Ärmelhöhe abmessen, die ihr für euren Polunder benötigt. Ich werde hier ziemlich breite oder ziemlich weite Ärmel machen, da ich darunter auch vor allem noch Longshirts oder auch mal einen dickeren Pullover für die kältere Zeit tragen möchte. Und hier habe ich mich dann für 20 cm entschieden. Je nachdem, wie ich mit dem Muster auskomme, kann es auch ruhig mal so um 1 cm mehr oder weniger auch variieren. Zum Schluss benötigt ihr noch einmal euren Halsausschnitt, die Weite. Und hier werde ich dann 25 cm nehmen. Das kommt dann aber ganz zum Schluss. Und wir beginnen mit der Polunderhöhe, also dem Hauptteil. Und da benötigt ihr dann noch einmal die Länge, wie lang euer Polunder ungefähr werden soll. Hier habe ich mich dann für 35 cm entschieden. Da das Ganze sich noch etwas dehnt, kann es passieren, dass man dann auf 38 bzw. 40er Länge kommt. Und ich möchte nicht, dass es zu lang wird, also messe ich nur bis auf Hüfte. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es später noch etwas sich in die Länge zieht. Wir beginnen mit 2 Teilen, einmal ein Vorderteil, einmal ein Rückteil, die identisch gehäkelt werden. Also wir häkeln 2 gleiche Teile. Wir beginnen zuallererst mit unserem Quadrat oder Rechteck, je nachdem, was ihr für Maße habt. In meinem Fall wird es ein Rechteck werden. Ich beginne gleich eine Luftmaschenkette oder einen Fußschlingenanschlag mit euch zu Beginn auf meine errechnete Maße Brustumfang geteilt durch 2, Ergebnis plus 5 cm mehr. Das sind in meinem Fall dann 55. Und die Höhe von 35. Gemessen von unterm Ärmel herab, wie lang der Polunder werden soll. Nachdem wir das dann haben, nehmen wir, egal für was für eine Größe ihr häkelt, 5 cm an den Seiten ab, also minus. Und das Ganze häkel ich dann nochmal meine 20 cm hoch. Der Schnitt ist also ganz einfach gehalten. Hauptteil, den Brustumfang und einmal die Haupthöhe bis unterm Ärmel. Danach links und rechts 5 cm abnehmen und den Rest dann als Ärmelhöhe auch nochmal gerade hochhäkeln. Super einfach, überhaupt nicht kompliziert. Das Ganze werde ich mit einer 4er Nadel und 2 verschiedenen roten vierfädigen Bobbeln häkeln, einen in Glanz und einen in Uni, ganz normal. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Ich werde zuallererst mit der Hellrot beginnen. Ich glaube, das war die Farbe Kirsche. Und schlage nun eine Kette auf meine errechnete Maße Brustumfang geteilt durch 2 plus 5 an.
Nachdem ich dann die Kette soweit angeschlagen habe, zähle ich die Maschen einmal durch und die Maschenanzahl für dieses Muster sollte teilbar durch 6 plus 2 Maschen mehr sein. Ihr könnt auch eine Luftmaschenkette nehmen, dann müsst ihr aber am besten eine halbe Nadelstärke höher gehen, Luftmaschenkette anschlagen und dann die Stäbchen zurückhäkeln. Dann bleibt auch eure Kette unten schön elastisch. Oder aber ihr häkelt mit mir jetzt den Fußschlingenanschlag mit, habt direkt die Stäbchen und eine elastische Kette. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, machen einen Umschlag. Ich gehe in die untere einzelne Schlaufe hinein, hole den Faden durch, halte den Daumen hier unten dann auf diese Luftmaschenkette, ziehe alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, häkel erst eine Schlaufe ab, das ist der Boden, auf dem die Masche steht, und dann durch 2 und durch 2 Schlaufen, wie ihr es für ein Stäbchen kennt. Und dann könnt ihr hier unten das Ganze einmal so ein bisschen zuziehen und habt eure Steigeluftmasche und euer erstes Stäbchen fertig. Danach machen wir einen Umschlag. Jetzt hat sich hier unten eine komplette Masche gebildet. Die nehmen wir auch komplett auf, holen den Faden wieder durch, halten den Daumen hier unten fest, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine Schlaufe für den Boden des Stäbchens und durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und noch ein letztes Mal Umschlag, nächste gebildete Masche, wieder komplett einstechen, Faden holen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine für den Boden und durch 2 und durch 2. Dass ihr alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe zieht, ist immer wichtig, damit das Ganze auch schön elastisch bleibt. Und so häkle ich nun jetzt meine 55 cm. Danach zähle ich einmal durch und korrigiere, falls das Ganze nicht teilbar durch 6 ist, und plus 2 Maschen mehr. Wenn ich soweit bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Nach 80 Stäbchen habe ich meine 55 cm erreicht. Und dann können wir nun mit dem Muster beginnen. Ich beginne Reihe 1 mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Wir brauchen insgesamt 4 Stäbchenreihen für den Anfang. Und am schönsten kommt dieses Muster zur Geltung, wenn ihr die Stäbchen wirklich perfekt übereinander habt. Ihr könnt ganz normal in die Masche einstechen, aber dann sind die Stäbchen nicht so perfekt übereinander. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Und zwar, wenn ihr diese kleine Querschlaufe hier genau hier einstecht, habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und seid perfekt mittig über das Stäbchen. Also Umschlag, einfach mit dem Nadelkopf auf dieses V, in dieses Herzchen reindrücken und ein Stäbchen abhäkeln und habt dieses Stäbchen perfekt über das andere Stäbchen. Bei dem nächsten das gleiche. Und bei dem nächsten das gleiche. Und das geht genauso schnell, als würdet ihr in die Masche einstechen. Also hier habt ihr dieses V, einfach in dieses kleine Loch, zack, reinstechen und euer Stäbchen häkeln. Und dann habt ihr alle Stäbchen perfekt mittig übereinander. So häkeln wir jetzt erst einmal die ganze Reihe bis zum Ende. Dann zeige ich euch noch mal kurz das Ende für die, die noch Probleme mit Anfang und Ende für Stäbchen haben. Und danach heißt es erstmal insgesamt noch 2 zusätzliche Reihen dazu häkeln, dass wir insgesamt 4 Stäbchenreihen haben. Und am Ende der Reihe, nachdem ich mein letztes Stäbchen dann soweit abgehäkelt habe, muss ich noch in die zweite Steigeluftmasche von unten angezählt seitlich einstechen,
in den Steigeluftmaschen der Vorreihe und dort auch noch ein Stäbchen hineinhäkeln, weil sonst habe ich eine Abnahme. Und die möchten wir hier nicht. Sodass wir wirklich Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen haben. Dann jedes Stäbchen ein Stäbchen und auch hier Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen. So, und das war jetzt unsere erste Reihe nach der Basisreihe und wir benötigen insgesamt 4 Stäbchen rein. Ich füge jetzt noch 2 hinzu und dann geht's für uns. Wenn ihr mit einer anderen Basisreihe angefangen habt, dann ist wichtig, dass ihr auch insgesamt 4 Stäbchen rein nun häkelt. Und für die nächste Reihe beginnen wir somit dann auch wieder mit 3 Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag, gehen über das nächste Stäbchen, stechen in das Herz hinein, in das kleine V und häkeln auch dort wieder schön mittig unser Stäbchen hinein. Und wenn wir dann unsere 4 Reihen Stäbchen soweit haben, dann kommen wir zum hauptsächlichen Musterteil, der sehr interessant ist und aber auch viel Spaß macht. Zurück, so sieht es dann nach 4 Reihen mit Stäbchen aus und nun nehme ich mir eine schöne passende Farbe hinzu, fädel die neue durch die alte Farbe, ziehe die alte Farbe zu, nehme mir alle 3 Schlaufen und häkel damit die erste Luftmasche ab. Dann wende ich das Ganze, nehme mir meine neue Farbe und steche nun über die Steigeluftmasche ein und häkel eine feste Masche um beide Fäden herum. So, dann habe ich das erste Mal. Dann steche ich in das zweite Stäbchen ein, auch wieder um beide Fäden herum häkeln und eine feste Masche. Kann ich das Ganze etwas gleichmäßig ziehen und mich sowohl von der alten Farbe trennen, als auch den Anfangsfaden von meiner neuen Farbe und spare mir dann so später das Vernähen. Und das hält, da ich ja beim ersten Mal alle Fäden zusammen verwurstelt habe mit der Luftmasche und danach zweimal nochmal umhäkelt. So, kommen wir zum eigentlichen Muster. Ich versuche euch das erst einmal so zu erklären, was ich mache, bevor wir loslegen. Und zwar häkel ich jetzt gleich Reliefstäbchen, kann man sagen. Allerdings von kurz auf immer länger und dann wieder auf kurz. Ich rücke dabei immer ein Stäbchen weiter. Also ich bleibe nie in der Reihe der Stäbchen, die ich gerade gehäkelt habe, sondern immer eins weiter rücken. Ich habe nun hier die Steigeluftmaschen und das erste Stäbchen mit jeweils einer festen Masche bestückt. Und das mache ich auch am Ende so. Also Anfang und Ende sollten immer gleich sein. Ich werde jetzt gleich einen Umschlag machen und in der zweiten Stäbchenreihe, von oben gezählt, um das Stäbchen herum gehen, mir das nach vorne ziehen und ein Stäbchen abhäkeln und habe somit optisch eigentlich ein Reliefstäbchen. Danach rücke ich ein Stäbchen weiter, mache 2 Umschläge und gehe in die dritte Reihe von oben gezählt und häkel um das Stäbchen herum durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Danach rutsche ich wieder ein Stäbchen weiter, mache 3 Umschläge und gehe in die vierte Reihe um dieses Stäbchen herum. Also, ich beginne mit einem Umschlag in der zweiten Reihe von oben gezählt, um das Stäbchen herum und häkel ein Reliefstäbchen zu mir nach vorne. Danach mache ich 2 Umschläge, gehe ein Stäbchen weiter und gehe von oben angezählt in die dritte Reihe
um das Stäbchen herum, hole den Faden durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. Also ihr häkelt immer durch 2 Schlaufen ab, bis keine Schlaufen mehr übrig sind. Und nun kommt das längste mit 3 Umschlägen, und da gehe ich von oben angezählt in die 4. Reihe, was hier unten die erste ist. Steche auch wieder um das Stäbchen herum, durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen, durch 2 und durch 2. Danach wieder 2 Umschläge, jetzt müssen wir wieder eins weniger werden, und zwar so wie das hier häkeln. Gehe in die 3. Reihe um das Stäbchen herum, durch 2, durch 2 und durch 2. Und wieder eins weniger, nur noch ein Umschlag in die 2. Reihe und häkel ein normales Reliefstäbchen. Zum Schluss in das nächste Stäbchen einstechen, eine feste Masche, um das Ganze wie am Anfang zu fixieren. Und dann sieht das so aus, und ihr bekommt so eine wunderschöne 3D-Optik dabei dann hin. Das gleiche nun wieder. Ich rutsche wieder ein Stäbchen weiter, mache einen Umschlag, 2. Reihe, durch 2 und durch 2. 2 Umschläge, 3. Reihe, durch 2, durch 2 und durch 2. 3 Umschläge, 4. Reihe, durch 2, durch 2, durch 2 und durch 2. Nun wieder ein weniger, 2 Umschläge, 3. Reihe und nur noch einen Umschlag, 2. Reihe. Und zum Schluss ins nächste Stäbchen oben einstechen, eine feste Masche häkeln. Und dann sieht es bereits so aus. Ja, und dieses Muster macht richtig, richtig Spaß, wenn man einmal den Dreh raus hat. Es hat allerdings nur eine Seite. So, häkeln wir noch ein letztes Mal zusammen. Einen Umschlag, 2. Reihe, 2 Umschläge, 3. Reihe und 3 Umschläge, 4. Reihe. Danach wieder 2 Umschläge, 3. Reihe, einen Umschlag, 2. Reihe und eine feste Masche nicht vergessen. Und am Ende der Reihe ist wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen nicht vergesst, mit einer festen Masche zu behäkeln. Und in die Steigeluftmasche seitlich in der 2. Luftmasche von unten angezählt auch nochmal eine feste Masche. Denn sonst habt ihr nachher eine Abnahme, und die wollen wir schließlich nicht in diesem Muster haben. Kommen wir zur nächsten Reihe. Nun häkeln wir wieder mit Stäbchen. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen. Die Steigeluftmaschen gehören zur letzten gehäkelten festen Masche. Das heißt, wir machen einen Umschlag und stechen dann in die 2. feste Masche ein und häkeln dort dann unser erstes Stäbchen hinein. Und so haben wir dann wieder unsere Steigeluftmaschen über Steigeluftmaschen und unser Stäbchen. Jetzt ist wichtig, wenn ihr mal genau hinschaut, habt ihr jetzt 2 Reihen mit Maschen. Und wir müssen jetzt immer in unserer derzeitigen Farbe einstechen. Diese hier bleiben unbehäkelt. Wir müssen das Ganze etwas zu uns hinkippen, um dann die Maschen zu sehen, und häkeln einfach in jede Masche ein Stäbchen hinein.
Achtet dabei darauf, dass ihr auch wirklich die ganze Masche mitnehmt, sonst verändert sich nachher das Bild von vorne. Und so häkeln wir nun erstmal die ganze Reihe, denn hier ist etwas Konzentration gefragt, dass wir auch wirklich jede Masche mitnehmen und auch richtig einstechen. Und dann bekommt ihr hier so einen kleinen Versatz, das ist aber völlig normal. Das ist ja eh die Innenseite und hier haben wir dann die Außenseite. So, und dann haben wir unsere erste Reihe an Stäbchen wieder soweit fertig. Hier habe ich halt ganz normal in die Masche eingestochen, da man das von der Seite eh nicht so gut sehen kann und auch nicht rankommt. Allerdings gilt jetzt ab der nächsten Reihe wieder, wenn möglich, schön mittig in jedes Stäbchen einstechen. Wir beginnen also wieder mit 3 Steigeluftmaschen, machen einen Umschlag, Steigeluftmaschen, bleiben über Steigeluftmaschen, gehen über das nächste Stäbchen und stechen wieder in dieses Herzchen ein, um 3 Schlaufen auf der Nadel zu haben und schön mittig im Stäbchen einzustechen. So. Und ab hier benötigen wir insgesamt erst einmal 5 Reihen mit Stäbchen. Diese haben wir bereits gemeinsam gehäkelt. Das hier ist die zweite und nochmal zusätzlich 3, dass wir insgesamt 5 Reihen mit Stäbchen haben, um dann wieder diese Musterpartie einzufügen. Ich werde jetzt erst einmal meine 5 Stäbchenreihen häkeln, denn dafür braucht ihr mich sicherlich jetzt nicht mehr, nachdem wir das einmal alles zusammen gemacht haben. Und dann sehen wir uns, wenn ich soweit bin. Bis gleich. Zurück nach 5 Reihen mit Stäbchen kann ich mir nun wieder die Farbe von vorhin nehmen. Oder ihr nehmt durch eine andere Farbe, kann ja jeder machen, wie er möchte. Ziehe mir die neue durch die alte wieder hindurch, die alte Farbe wieder zu, nehme mir erst einmal alle 3 Fäden, häkel damit eine Luftmasche ab, so sind die schon mal da, schön miteinander verbunden. Danach nehme ich mir die neue Farbe und umhäkel die beiden Fäden, den Anfangsfaden und den alten Faden. Ich steche zuallererst in die Steigeluftmaschen der Vorreihe ein. Da kommt meine erste feste Masche hinein. Das ist ganz wichtig, weil sonst fehlt uns nachher eine Masche. Und häkel ab. Und danach steche ich ins zweite Stäbchen ein und umhäkel wieder beide Fäden mit einer zweiten festen Masche. Dann können wir das Ganze noch mal so ein bisschen gerade ziehen und auch hier direkt abschneiden und müssen nachher hier schon mal nichts mehr vernähen. Und dann geht es weiter wie hier unten. Also Anfang und Ende wieder jeweils 2 feste Maschen, das ist ganz wichtig. Dann mache ich wieder einen Umschlag, gehe in das nächste Stäbchen, das wäre hier das dritte, in die zweite Reihe und häkel ein Reliefstäbchen nach vorne ab. Also ein Umschlag, zweite Reihe, 2 Umschläge, dritte Reihe, 3 Umschläge, runter in die vierte Reihe. Und dabei natürlich immer ein Stäbchen weiter rücken. Und immer durch 2, durch 2, durch 2 und durch 2 Schlaufen. Danach wieder einen Umschlag weniger, nur 2 Umschläge, dritte Reihe. Und einen Umschlag, zweite Reihe. Und am Ende ganz wichtig, in das nächste Stäbchen eine feste Masche. Und dann sollte es so aussehen.
Noch einmal. Einen Umschlag, zweite Reihe. 2 Umschläge, dritte Reihe. 3 Umschläge, vierte Reihe. Immer durch 2 Schlaufen, bis keine mehr übrig sind. Dann wieder ein Umschlag weniger, 2 Umschläge, dritte Reihe. Und einen Umschlag wieder, zweite Reihe. Zum Schluss ins nächste Stäbchen eine feste Masche. Und so sieht es dann aus. Und das ist das eigentliche Muster. Wenn ihr die Reihe dann soweit fertig habt, dabei darauf achten, dass ihr auch am Ende wieder 2 feste Maschen habt. Danach folgen wieder 5 Reihen Stäbchen mit derselben Farbe. Und danach wechselt ihr wieder auf die neue Farbe und macht diese wunderschöne Optik hinein. Ja, und ab hier werde ich jetzt Reihe für Reihe so weit hochhäkeln, bis ich meine Gesamtlänge von 35 Höhe, also bis unterm Ärmel, dann soweit gehäkelt habe. Und wenn ich dann soweit bin, dann sehen wir uns zum Part, wo es um die Ärmelhöhe geht. Bis gleich. Zurück nach insgesamt 7 Farbabschnitten habe ich nochmal eine Reihe mit der neuen Farbe angefangen, also eine Optik mit eingefasst. Denn wenn ich das nicht machen würde, hätte ich dann nachher an der Seite vom Polunder hier nur Stäbchen. Das sähe mir zu langweilig aus. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich habe mir auf jeden Fall nochmal diese Reihe eingefügt und habe danach mir eine Musterung weggenommen. Ich brauche ungefähr, hatte ich euch ja am Anfang gesagt, 5 cm links und 5 cm rechts weniger, egal für was für eine Größe ihr häkelt. Insgesamt habt ihr dann seitlich 10 cm. Das sollte bei jeder Größe voll und ganz reichen. Und ich habe mir das Ganze dann so gedacht, ich brauche ja immer am Anfang und am Ende diese 2 festen Maschen. Hier habe ich grundsätzlich eine dazwischen. Das heißt, die erste feste Masche setze ich hier über das letzte Reliefstäbchen. Dort habe ich die letzte feste Masche, dann eine feste Masche in die feste Masche und hier haben wir dann ganz normal unseren Musterverlauf. Und dann können wir das auch so dann gerade übernehmen. Jetzt bin ich allerdings ja hier an der Seite so ausgekommen und muss mich erstmal dann dort hinmogeln. Also hier das gleiche auch. Eine Musterpartie nehme ich weg und starte über dem letzten Reliefstäbchen. Da kommt die erste feste Masche rein und dann eine feste Masche hier in diese feste Masche. Allerdings muss ich ja jetzt erstmal 5 Reihen Stäbchen häkeln. Es geht nur darum, euch verständlich zu machen, wie wir das Muster dann später weiterführen. Also ihr könnt den Faden jetzt abschneiden oder euch mit Kettmaschen dann bis zum Marker mogeln. Das kann jeder jetzt machen, wie er möchte. Ich schneide jetzt den Faden hier ab, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich später dort noch einen Abschlussrand machen möchte oder nicht. Es kommt darauf an, wie gut die Ärmelaussparungen am Ende aussehen, wie gleichmäßig. Und entsprechend möchte ich da keinen Unterschied zu links und rechts haben. Also wie gerade erwähnt, ich beginne dann über dem letzten Reliefstäbchen der ersten Musterpartie. Und wir müssen hier weiter häkeln mit Stäbchen, das heißt, da kommen dann jetzt die Steigeluftmaschen rein. So. Und dann heißt es jetzt ab hier wieder Reihe für Reihe erst einmal unsere Stäbchen verteilen. Und hier war ja, wie gesagt, die erste Reihe nach der Musterung. Da müssen wir dann
auch in diese Farbe einstechen, bei der wir gerade sind. Und die hinteren Maschen von der alten Farbe bleiben unberührt. Und mittig einstechen in einem Stäbchen geht hier auch nicht, da man das nicht so gut sieht und stellenweise dann auch nicht dran kommt. Also hier stechen wir ganz normal in der Masche ein und verteilen jetzt die Reihe mit den Stäbchen. Und danach dann insgesamt 5 Reihen davon. So, und das gleiche dann auch hier bis zum Marker. Eine Musterpartie weniger. Im letzten Reliefstäbchen höre ich auch hier auf. So, und wenn ihr das dann habt, dann heißt es ab hier Reihe für Reihe auch weiter in dieser Musterung so hoch häkeln, wie eure Ärmelhöhe sein soll. In meinem Fall 20 cm ungefähr. Je nachdem, wie ich halt mit der Musterung auskomme, kann es auch 1 oder 2 cm weniger sein. Schauen wir einfach mal. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und dann sehen wir uns, wenn ich meine Höhe erreicht habe. Bis gleich. Zurück, ihr Lieben. Meine 2 Teile soweit fertig. Es sind knapp 19 cm geworden. Ich hatte ja gesagt, zwischen 18 und 20 cm ist perfekt. 19 sind es geworden, denn ich habe noch mit einer Musterung abgeschlossen, damit auch das Ganze auf den Schultern schön aussieht und durch die Stäbchen nicht einfach nur glatt und langweilig ist. Als nächstes nehmt ihr euer Häkelprojekt, faltet dies einmal und markiert euch die Mitte. Dann nehmt ihr eure Maße vom Halsausschnitt. Da habe ich ja gesagt, könnt ihr von einem gut sitzenden Pullover die Maße übernehmen oder ihr nehmt euren Kopfumfang geteilt durch 2, legt das Ganze am mittleren Marker an und könnt euch dann nach rechts und links alles markieren. Ich habe mir hier die Marker bei 1, 2, bei der dritten Musterung direkt in das erste Reliefstäbchen gesteckt und habe knapp 25,5, also nicht ganz 26 cm Halsausschnitt. Das gleiche dann auch am anderen Häkelstück und dann können wir auch schon die Schultern verbinden. Und dann zeige ich euch, wie ich generell alles verbinde. Denn wir brauchen einmal die Schultern und danach nochmal von unten bis hier nach oben, wo dann die 5 cm Abnahme ist. Als nächstes lege ich meine Musterseite auf die Musterseite, sodass wir bei beiden Häkelstücken auf die Innenseite schauen. Dann lege ich mir meine Schultern Kante auf Kante und habe dann nämlich auch die Musterung, die ich zum Schluss gehäkelt hatte, die Maschen. Und diese brauche ich von der letzten gehäkelten Farbe, die Maschen. Und davon nehme ich mir jetzt immer die innenliegenden Schlaufen, also hier die unteren innenliegenden und hier die oberen innenliegenden. Achtet dabei darauf, bei meinem unteren Häkelstück verdrehen sich die Maschen nach innen, wie ihr seht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst sieht es komisch aus. Ich fixiere mir den Faden zuerst ein bisschen an der Seite, damit die Seite hier auch schön zu ist. Und danach gehe ich immer, wie schon gerade erwähnt, in die innenliegende Schlaufe der zuletzt gehäkelten Farbe hinein und häkel eine Kettmasche ab. Bei meinem Vorderteil verdreht sich das Ganze nach innen. Darauf achten, dass ich auch die richtige Schlaufe erwische. So. Und eine Kettmasche. Nächste Masche, nächste Schlaufe und eine Kettmasche. Das Ganze schön locker. Die Kettmaschen nicht zusammenziehen, weil sonst würden sich die Schultern auch zusammenziehen und das Ganze
sehe nachher unschön aus. So, dann häkel ich jetzt ein kleines Stück noch. Und dann zeige ich euch kurz das Ergebnis. So. Und dann habt ihr von außen eine schöne flache Naht. Und wenn das Ganze dann auf der Schulter aufsitzt, habt ihr auch hier die schöne Musterung sitzen. Das Ganze verhäkel ich nun bis zu meinem Markierer, auf der anderen Seite auch. Und von unten an bis oben zur Ärmelpartie, bis zur Ecke, schaut ihr, dass ihr immer die Stäbchenschlaufen, immer 2 Schlaufen mitnehmt, weil sonst würde sich die Naht so lang ziehen. Das sähe dann auch nicht schön aus. Ansonsten das gleiche Prinzip, einfach nur mit Kettmaschen bis nach oben durchhäkeln und schließen. Und wenn ich dann soweit bin, dann zeige ich euch noch das Ergebnis. Bis gleich. Zurück, meine Schulter ist soweit vernäht und so sieht es dann aus. So von oben. Und wenn es aufliegt, ganz flach. Dann werde ich jetzt den Rest vernähen und dann sehen wir uns zum Ergebnis. Zurück und fertig ist unser Polunder. Die Seiten habe ich auch soweit verhäkelt. Auch mit einer schönen flachen Naht, die man so gut wie kaum sieht. Die Schultern, die hatten wir ja gerade schon bereits zusammen gemacht, auch eine wunderschöne flache Naht mit Muster drin. So, unten der Rand hat für mich eine perfekte Abschlusskante, da ich hier mit dem Fußschlingenanschlag die Stäbchen angeschlagen habe. Und auch so sitzt es perfekt über eine Hose. Die Ärmelaussparung, da brauche ich auch nichts drumherum häkeln, da ich hier auch eine schöne, perfekte Abschlusskante habe. Ja, und am Kragen, da wollte ich mir eigentlich erst ein Reliefstäbchen-Bündchen dran häkeln, aber beim Anziehen dann sah das einfach nur mega aus, dass ich hier diese Doppelmaschen habe, diese 2 Reihen und dadurch diesen 3D-Effekt habe. Also habe ich mich dazu entschieden, alles so zu lassen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos. Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Mal wieder hören und ihr genauso viel Spaß habt an diesem Polunder wie ich. Bis dahin, ciao, ciao.